Do ba 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 do boo doo a boo ba do ba do boo boo ba do. A do ba do ba do a do ba do ba do do do. A do ba do ba do a do ba do ba do ba a do ba do ba do. Zu meinem Geburtstag hat mein Freund uns einen Akita-Inu-Welpen geschenkt. Ich hatte vorher noch nie einen Hund und meine Eltern und Großeltern auch nicht. Daher ist er wirklich mein allererster Hund. Und dieser Kanal ist so wie eine Geschichte, die wir gemeinsam mit euch durchleben werden. Eigentlich wollten wir irgendwann einen Welpen und hatten sogar schon einen Namen, aber dass es so schnell geht, hätte ich nie gedacht. Der Kleine heißt Okimi, auf Japanisch sowas wie Krieger des Lichts. Manche sagen auch göttliches Licht. Die ersten Tage waren echt wild. Unser Lichtträger hat 80% der Zeit unterm Bett gechillt. Da hat er auch nachts gepennt und bei jedem Geräusch losgebellt. Direkt unter uns, mitten in der Nacht. Fahren? Also haben wir hier bei Null gestartet. Hausapotheke zusammengebaut, Leckerlis durchgetestet, Bonding aufgebaut, die richtigen Toys gefunden und so viel Zeit wie möglich mit ihm verbracht. Maximal sozialisiert, bespaßt und geliebt. Mit der Zeit merkst du, ja, er klaut halt Socken, mobst Putzlappen vom Balkon und Gurken vom Tisch und manchmal boykottiert er Gassi, aber ganz ehrlich, er ist das süßeste Wesen überhaupt. Wahrscheinlich war das Schwierigste am Anfang, dass wir nicht wussten, wie man richtig spazieren geht. Okimi lief einfach seine eigene Route. Also sind wir als erstes zu einem Hundetrainer gegangen. Wir haben Kommandos gelernt, die Grundlagen geübt, an der Aufmerksamkeit gearbeitet und gelernt und lernen eigentlich immer noch, nicht auf andere Hunde zu reagieren. Die ersten Fortschritte bei den Spaziergängen waren phänomenal. Übrigens werden wir bald auch Videos vom Training droppen. Wir haben Okimi ein festes Plätzchen angewöhnt. Der chillt er jetzt super gern und richtet es sich so ein, wie es ihm passt. Und wir gewöhnen ihm gerade noch eine andere Marotte ab. In der Küche betteln, vor allem wenn Tom Yum auf dem Herd steht. Unser Hundetrainer hat verboten, den Hund in der Küche mit Häppchen zu füttern. Und wir versuchen ihn dort einfach gar nicht erst hineinzulassen, damit ihn die ganzen leckeren Gerüche beim Kochen und am Tisch nicht in Versuchung bringen. Trotzdem schafft es manchmal, die Pfoten auf den Tisch zu legen. Zum Beispiel neulich sprang er auf den Tisch mit dem Obst und kippte dabei die Blumenvase. Die ist einfach runtergefallen und zerbrochen. Wir waren alle sehr in Sorge für ihn, aber zum Glück ist nichts passiert. Und 5 Minuten später rannte er schon fröhlich über den Rasen, ohne auch nur ein Leckerli zu erwischen. Übrigens darf Okimi Obst und Beeren, außer Trauben und Avocado. Er knabbert gerne an einem Apfel oder an einer Birne und verschlingt Blaubeeren. Natürlich bildet Trockenfutter die Grundlage seiner Ernährung. Wir füttern Okimi nicht aus dem Napf. Jede Mahlzeit bekommt er unterwegs beim Spaziergang aus der Hand. Falls ihr es noch nicht wisst, das hilft beim Training und man sollte das ungefähr bis zu einem Alter von 1 bis 1,5 Jahren zur Hand haben, bis er seinem Halter perfekt gehorcht. Kurz gesagt, ein neues, ultra süßes Kapitel. Folgt uns, wenn ihr sehen wollt, wie Okimi wächst, lernt und Quatsch macht und wenn ihr die Akita Inu Rasse besser kennenlernen wollt.